Durch den Klimawandel gibt es immer stärkere und länger andauernde Hitzeperioden. Diese können uns im Alltag stark beeinträchtigen. Für Personen mit Diabetes bestehen aber mehr Risiken als für Menschen ohne Stoffwechselerkrankungen. Insbesondere ältere Menschen mit Diabetes sind gefährdet, da bei ihnen das Durstgefühl nachlässt. Es besteht die Gefahr für Flüssigkeitsmangel, wodurch sich Blutzuckerwerte erhöhen. Das führt wiederum zu einer verstärkten Ausscheidung des Zuckers über den Urin und der Flüssigkeitsbedarf steigt weiter an. Eine schlechte Einstellung des Blutzuckers kann dies zusätzlich verstärken. Der Wasserhaushalt gerät zunehmend durcheinander. Stoffwechselentgleisungen sowie Funktionsstörungen von Nieren, Herz und anderen Organen sind die Folge. Die Hitzeverträglichkeit kann zudem durch weitere Faktoren herabgesetzt werden. Nervenbahnen, die die Schweißdrüsen und Blutgefäße regulieren, sind weniger aktiv. Davon beeinträchtigt ist zum einen der feuchte Hitzeaustausch, also über das Schwitzen, und zum anderen der trockene Hitzeaustausch über die Haut. Dieser führt Wärme durch eine Erweiterung der Blutgefäße ab. Durch diesen trockenen Hitzeaustausch wird außerdem der Blutfluss erhöht und das Insulin damit schneller im Körper verteilt. Dadurch steigt die Gefahr einer Unterzuckerung. Zudem reduziert sich bei Hitze oft der Appetit, was ebenfalls zu einer Unterzuckerung führen kann. Dies ist besonders bei insulinpflichtigen Menschen problematisch. Aber auch das Gegenteil kann der Fall sein. Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, die unzureichend mit blutzuckersenkenden Tabletten eingestellt sind, kann es zu einer Überzuckerung kommen, was die Gefahr einer Dehydrierung steigert. Starkes Übergewicht verschlechtert die Hitzeanpassung zusätzlich. Sie schränkt die Wärmeabfuhr weiter ein, da die Körperoberfläche im Vergleich zum Gewicht kleiner wird. Bei Fettgewebe funktioniert die Wärmeabgabe langsamer als beim Muskelgewebe. Außerdem können sich bei Hitze Begleit- und Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verschlechtern. Das Risiko für einen hitzebedingten Herzinfarkt ist bei Diabetes erhöht, da das Herz schlechter durchblutet ist. Um Ihrer Anfälligkeit bei Hitze vorzubeugen, hilft es, Extremwetterwarnungen zu beachten und Vorkehrungen zu treffen. Vermeiden Sie anstrengende und lang andauernde Aktivitäten in der Hitze. Trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie sich im Schatten auf. Vergessen Sie nicht, Ihren Blutzucker engmaschig zu kontrollieren. Halten Sie rechtzeitig Rücksprache mit Diabetesfachkräften und passen Sie bei Bedarf Ihre Diabetestherapie bei Hitzeperioden an. Weitere hilfreiche Informationen zum Leben mit Ihrem Diabetes finden Sie auch auf diabinfo.de.